Lektion 1. Pläne für einen Wochenendausflug. In Ordnung, Anna. Ich wollte mit dir über unseren bevorstehenden Wochenendausflug sprechen. Ich bin so aufgeregt. Bist du bereit für ein paar erholsame Tage? Absolut, John. Ich habe die Tage heruntergezählt. Diese Reise ist genau das, was wir beide brauchen, um uns zu entspannen. Was hast du geplant? Nun, ich dachte, wir könnten damit beginnen, in das malerische kleine B&B einzurecken, das wir gebucht haben. Ich habe gehört, dass sie das tollste hausgemachte Frühstück haben. Oh ja, ich kann diese köstlichen hausgemachten Mahlzeiten kaum erwarten. Kein überstürztes Müsli oder Kaffeetrinken mehr für unterwegs. Genau, wir werden uns jeden Bissen gönnen und genießen. Dann dachte ich, wir könnten die nahegelegenen Wanderwege erkunden und die malerische Aussicht genießen. Perfekt, leichte Übungen, um den Appetit anzuregen. Und danach können wir uns ein schönes Mittagessen auf dem bezaubernden Stadtplatz gönnen. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass es dieses bezaubernde Café mit einer Außenterrasse mit Blick auf die Stadt gibt. Klingt nach dem idealen Ort, um Leute zu beobachten. Kaffee trinken und ein bisschen leichte Leute beobachten. Das ist meine Vorstellung von einem perfekten, entspannten Nachmittag. Das gleiche hier. Und abends dachte ich, wir könnten einfach im B&B entspannen, vielleicht ein Buch am Kamin lesen oder ein paar Brettspiele spielen. Oh, Brettspiele, ich bin dabei. Ein kleiner Freundschaftswettbewerb ist der perfekte Abschluss eines jeden Tages. Solange du bereit bist zu verlieren, zumindest. Oh, du bist dran. Ich habe meine Monopoly-Fähigkeiten geübt. Bereite dich darauf vor, dir die Socken vom Leib reißen zu lassen. Haha, das werden wir sehen. Ich bringe mein A-Game mit. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich am meisten darauf freue, Zeit mit dir zu verbringen. Ich auch. Das ist der beste Teil. Keine Ablenkungen, keine Zeitpläne. Wir treffen uns einfach wieder und genießen die Gesellschaft des anderen. Absolut. An diesem Wochenende geht es darum, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich kann schon spüren, wie die Spannung dahinschmilzt, wenn ich nur daran denke. Das wird der perfekte Kurzurlaub sein. Daran habe ich keinen Zweifel. Wir werden erfrischt und gestärkt zurückkommen und bereit sein, die kommende Woche in Angriff zu nehmen. Auf jeden Fall. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass wir alles gepackt und startklar haben. Dieses Wochenende wird fantastisch. Lektion 2. Ein verrücktes Abenteuer in der Stadt. Hey Anna, hast du von der verrückten Parade gehört, die heute in der Innenstadt stattfindet? Sie werden riesige Ballontiere und eine Live-Mariachi-Band haben. Auf keinen Fall, wirklich? Das klingt nach so viel Spaß. Ich würde es mir gerne ansehen. Hast du vor zu gehen? Unbedingt. Ich bin so aufgeregt. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, das Haus zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Was hältst du davon, wenn wir einen Tag draus machen? Ich bin dabei. Wir können uns ein paar Straßentacos holen und all die skurrilen kleinen Geschäfte und Foodtrucks erkunden. Ich wette, wir werden alle möglichen einzigartigen Schätze finden. Klingt nach einem Plan. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche verrückten Kostüme und Aufführungen sie vorbereitet haben. Ich auch nicht. Wer weiß, vielleicht werden wir sogar in die Parade hineingezogen und werden Teil der Show. Das wäre das ultimative Erlebnis.
Haha, ich bin bereit, wenn du es bist. Das ist unsere Chance, unsere inneren Verrückten zum Strahlen zu bringen. Lassen Sie uns die Verrücktheit genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Unbedingt. Ich bin so froh, dass wir das zusammen machen. Es wird ein Tag voller Lacher, gutem Essen und unerwarteter Köstlichkeiten. Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, einen Samstag zu verbringen. Ich auch nicht. In Ordnung, machen wir das. Zeit, unsere Partyhüte aufzusetzen und uns auf den unterhaltsamsten Tag aller Zeiten vorzubereiten. Lektion 3. Ein Tag im Leben eines Studenten. Guten Morgen. Ich habe gehört, du hast dich für das Wahlfach Kreatives Schreiben angemeldet. Wie läuft es bisher? Es war unglaublich, John. Der Professor ist so leidenschaftlich und die Aufgaben drängen mich wirklich dazu, um die Ecke zu denken. Das ist großartig. Ich wette, du denkst dir einige wirklich einzigartige Geschichten und Gedichte aus. Ich bin irgendwie eifersüchtig, um ehrlich zu sein. Sie sollten erwägen, es auch einzunehmen. Der Kurs ist definitiv eine erfrischende Abwechslung zu unserem regulären Kursangebot. Vielleicht mache ich das. Es wäre schön, meine kreativen Muskeln ein bisschen mehr spielen zu lassen. Zwischen all den Vorlesungen und Übungen habe ich manchmal das Gefühl, in einem Lehrbuch zu leben. Das verstehe ich total. Es ist gut, eine Möglichkeit zu haben, sich zu entspannen und ihre Interessen zu erkunden. Außerdem könnten sich die Wahlfächer als nützlich erweisen. Stimmt. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich werde sehen, ob ich es nächstes Semester in meinen Stundenplan aufnehmen kann. Ja, TUS. Ich habe das Gefühl, du wirst dich selbst damit überraschen, wie viel Spaß es dir macht. Es gibt nichts Schöneres als den Nervenkitzel, ihre Ideen auf der Seite zum Leben zu erwecken. Ich kann es kaum erwarten. Wer weiß, vielleicht landen wir in derselben Klasse. Das würde es noch lustiger machen. Oh, das wäre unglaublich. Wir könnten Ideen austauschen und Feedback geben. Es würde unser Schreiben wirklich auf die nächste Stufe heben. Auf jeden Fall. Genau solche Dinge brauche ich, um die Monotonie von Vorlesungen und Prüfungen zu durchbrechen. Danke für die Empfehlung. Jederzeit. John. Ich freue mich immer, Dinge zu teilen, die mir am Herzen liegen. Das wird eine tolle Erfahrung, ich weiß es einfach. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. In Ordnung, ich gehe zu meinem nächsten Kurs, aber wir müssen zu Mittag essen und du kannst mir mehr über dieses Wahlfachschreiben erzählen. Lektion 4. Machen Sie sich bereit für die freie Natur. Jo. Ich plane dieses Wochenende einen großen Campingausflug und muss neue Ausrüstung besorgen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Definitiv, John. Ich bin ein begeisterter Wanderer, also weiß ich ein oder zwei Dinge über die beste Outdoor-Ausrüstung. Nach was für Sachen suchst du? Nun, ich brauche ein paar robuste Wanderschuhe, einen hochwertigen Rucksack und vielleicht ein paar andere wichtige Dinge. Ich möchte sicher gehen, dass ich vollständig auf die Trails vorbereitet bin. Okay, lass mich nachdenken. Für Stiefel würde ich etwas mit guter Traktion und Knöchelunterstützung empfehlen. Die Merrell-Mob-Linie ist immer eine zuverlässige Wahl. Merrell, Die muss ich mir ansehen. Und was ist mit Rucksäcken? Gibt es Marken, auf die du schwörst? Osprey stellt einige der bequemsten und langlebigsten Rucksäcke auf dem Markt her.
Ihr Atmos AG65 ist perfekt für längere Wanderungen und Campingausflüge. Fantastisch, danach werde ich auf jeden Fall Ausschau halten. Sollte ich noch etwas zu meiner Einkaufsliste hinzufügen? Mal sehen. Eine gute Stirnlampe oder Taschenlampe ist entscheidend für die Sichtbarkeit bei Nacht. Und vergiss nicht ein Wasserfiltersystem, damit du auf dem Trail immer genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Oh ja, gute Entscheidung. Ich möchte auf keinen Fall, dass mir das Wasser ausgeht. Und eine Stirnlampe wäre super hilfreich, um nach Einbruch der Dunkelheit ein Lager aufzubauen. Genau. Oh, und vielleicht möchten Sie auch ein Multitool in die Hand nehmen. Sie wissen nie, wann Sie möglicherweise einige Reparaturen im Handumdrehen durchführen müssen. Multitool, verstanden. Das ist alles sehr hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt perfekt auf diese Reise vorbereitet sein werde. Ich freue mich, dass ich dir ein paar nützliche Tipps geben konnte. Outdoor-Ausrüstung kann etwas überwältigend sein, aber die richtige Ausrüstung macht den Unterschied. Zweifellos. Ich fühle mich viel selbstbewusster, alles zu bekommen, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich für all diese Sachen am besten einkaufen kann. Nun, du hast Glück. Nur ein paar Blocks vom Campus entfernt gibt es einen tollen Outdoor-Ausstatter. Sie haben eine riesige Auswahl und sehr kompetentes Personal. Perfekt, genau darauf hatte ich gehofft. In Ordnung, ich gehe nach meiner nächsten Stunde dorthin. Danke für die Empfehlungen. Lektion 5. Den kulinarischen Schmelztiegel erkunden. Hallo, ich habe gehört, du bist gerade von dem internationalen Food Festival in der Innenstadt zurückgekommen. Wie war's? Oh, es war unglaublich, John. Die Aromen und Düfte aus der ganzen Welt waren einfach umwerfend. Ernsthaft? Verdammt, ich bin deprimiert, dass ich es verpasst habe. Was waren einige der herausragenden Gerichte, die du probiert hast? Nun, lass uns sehen. Ich begann mit diesem unglaublichen Pad Thai von einem thailändischen Imbissstand. Die Nudeln waren perfekt zubereitet und die Sauce hatte genau das richtige Gleichgewicht zwischen süß und sauer. Pad Thai, hm? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Was hast du noch probiert? Danach bin ich in die lateinamerikanische Abteilung gewandert und habe diese atemberaubende Empanada mit Rindfleisch gegessen. Die flockige Kruste und die herzhafte Füllung waren nicht von dieser Welt. Empanadas, nett. Ich finde es toll, wie vielfältig die Foodszene heutzutage ist. Gibt es sonst noch etwas, das du empfehlen würdest? Unbedingt. Ich habe auch dieses super authentische Chicken Tikka Masala aus dem indischen Pavillon probiert. Die Gewürze waren so lebendig und das Fleisch war so zart. Tikka Masala, eine ausgezeichnete Wahl. Ich werde hungrig, wenn ich nur an all das denke. Haha, ich kann es dir nicht übel nehmen. Das Festival war wirklich ein kulinarisches Abenteuer. Ich wünschte, du hättest dort sein können, um es mit mir zu erleben. Ich auch, aber ich werde auf jeden Fall darauf achten, meinen Kalender für nächstes Jahr zu markieren. In der Zwischenzeit können Sie mir vielleicht einen Überblick über die besten internationalen Restaurants der Stadt geben. Du hast es. In der Innenstadt gibt es diesen fantastischen äthiopischen Ort, an dem das köstlichste Injera-Brot und würzige Linseneintöpfe serviert werden. Äthiopisch, hm? Ich glaube nicht, dass ich das jemals zuvor versucht habe. Klingt faszinierend. Es ist eine wirklich einzigartige Küche,
aber so schmackhaft. Und da ist dieses mexikanische Restaurant in Familienbesitz, das die authentischsten Tacos al Pastor zubereitet, die Sie je gegessen haben. Al Pastor Tacos, lecker. Alles klar, bei dir habe ich offiziell Lust auf eine globale Foodtour. Ich muss anfangen, selbst ein paar kulinarische Abenteuer zu planen. Ich freue mich, jederzeit weitere Empfehlungen zu geben, John. Lassen Sie mich einfach wissen, auf welche Geschmacksrichtungen Sie Lust haben, und ich werde Sie in die richtige Richtung weisen. Werde ich machen, danke Anna. Das hat mich alle dazu gebracht, meinen Gaumen zu erweitern und neue Küchen zu erleben. Lektion 6: Sprachbarrieren durchbrechen. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass du deinem neuen Kollegen Steve geholfen hast, sich mit seinem Englisch vertraut zu machen. Wie läuft das? Es war eine echte Lernerfahrung, John. Als Steve anfing, hatte er wirklich Probleme mit der Sprache. Oh ja. Vor welchen Herausforderungen stand er genau? Nun, er sagte, das Schwierigste sei, einfach das Selbstvertrauen zu finden, um Gespräche zu beginnen. Er war so besorgt, Fehler zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig gewesen sein muss. Als Erwachsener eine neue Sprache zu lernen, ist keine leichte Aufgabe. Vollkommen. Aber ich habe ihm gesagt, dass die einzige Möglichkeit, sich wirklich zu verbessern, darin besteht, einfach einzutauchen und zu reden, auch wenn man manchmal Mist baut. Kluger Rat. Hat er angefangen, sich mehr zu öffnen, als er das merkte? Auf jeden Fall. Als er sah, dass der Rest von uns bereit war, Dinge zu klären und Missverständnisse auszuräumen, fing er wirklich an, aus seiner Schale zu kommen. Das ist toll zu hören. Welche Techniken hast du benutzt, um ihm beim Üben zu helfen? Ich habe versucht, es so gesprächig und locker wie möglich zu gestalten. Wir unterhalten uns über unsere Wochenenden, tauschen Musikempfehlungen aus und so weiter. Halte es leicht und natürlich. Das macht sehr viel Sinn. Hat er bisher gute Fortschritte gemacht? Unbedingt. Sein Verständnis ist viel besser und er ist viel selbstbewusster, sich auszudrücken. Es war wirklich lohnend, es zu sehen. Das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass ein unterstützendes Arbeitsumfeld auch einen großen Unterschied gemacht hat. Ganz gewiss. Jeder war so geduldig und ermutigend. Es hilft wirklich sehr, wenn man als Erwachsener eine neue Sprache lernt. Zweifellos. Nun, ein großes Lob an dich, dass du Steve so unter deine Fittiche genommen hast. Toll, dass er jemanden wie dich hat, der ihm hilft, den Übergang zu meistern. Oh, danke John. Ich bin einfach froh, dass ich es weiterzahlen kann, weißt du? Sprachbarrieren können so isolierend sein, also tue ich gerne, was ich kann, um zu helfen. Das ist wirklich bewundernswert. Steve hat Glück, dich in seiner Ecke zu haben. Lass mich wissen, ob ich auch etwas tun kann, um zu helfen. Das weiß ich zu schätzen, John. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht eines Tages mit uns zu Mittag essen und Steve besser kennenlernen. Klingt nach einem Plan. Ich würde den Typen gerne kennenlernen und mir vielleicht selbst ein paar Sprachtipps holen. Lektion 7: Sinnvolle Verbindungen herstellen. Jo. Ich wollte fragen, wie war das Networking-Event, zu dem du neulich Abend gegangen bist? Ich habe gehört, es war eine ziemlich große Beteiligung. Hallo, John.
Es war eigentlich eine wirklich tolle Erfahrung. Am Ende habe ich einige großartige neue Verbindungen geknüpft. Nett, nett. Was für Leute hast du getroffen? Irgendwelche interessanten neuen Kontakte? Auf jeden Fall. Ich habe mit diesem wirklich coolen Start-up-Gründer geschattet, der innovative Arbeit im Bereich Fintech leistet. Oh wow, Fintech, hm? Das ist heutzutage eine heiße Branche. Worüber habt ihr zwei gesprochen? Wir tauschten Geschichten über die Herausforderungen aus, die der Aufbau eines Unternehmens von Grund auf mit sich bringt. Es war super aufschlussreich. Ich wette. Networking kann schwierig sein, aber es hört sich an, als würdest du wirklich da draußen sein. Am Anfang war es nervenaufreibend, nicht zu lügen. Aber alle waren so freundlich und aufgeschlossen. Das ist großartig. Manchmal muss man das anfängliche Unbehagen einfach überwinden, oder? Vollkommen. Mir wurde klar, dass der Schlüssel darin besteht, einfach du selbst zu sein und dich wirklich für die andere Person zu interessieren. Ganz gewiss. Niemand mag das Gefühl, verkauft oder interviewt zu werden, oder? Genau. Ich habe versucht, das Gespräch locker zu halten, weißt du? Lerne sie einfach als Person kennen. Kluger Schachzug. Haben Sie am Ende Kontaktinformationen mit einer der neuen Personen ausgetauscht, die Sie kennengelernt haben? Unbedingt. Einige von ihnen, einschließlich des Fintech-Gründers. Wir planen, bald Kaffee zu trinken. Nett, nett. Damit ist der Grundstein für mögliche zukünftige Kollaborationen gelegt, hm? Auf jeden Fall. Auch wenn nichts Formelles dabei herauskommt, ist es immer gut, Ihr Netzwerk zu erweitern. Zweifellos. Man weiß nie, wohin diese Verbindungen später führen könnten. Genau. Und es ist einfach cool, neue Leute kennenzulernen und von ihren Erfahrungen zu erfahren, weißt du? Ganz gewiss. Networking kann Ihnen die Augen für alle möglichen Perspektiven öffnen. Vollkommen. Ich bin wirklich froh, dass ich mich dazu gedrängt habe zu gehen. Es war eine so wertvolle Erfahrung. Nun, hey, gut für dich. Hört sich an, als hättest du wirklich das Beste daraus gemacht. Danke, John. Ich bin gespannt, welche anderen Möglichkeiten sich aus diesen neuen Verbindungen ergeben könnten. Ich bin sicher, viele werden es tun. Du hast ein echtes Händchen für diesen Netzwerkkram. Oh, du bist so nett. Aber ich weiß die Ermutigung zu schätzen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen möchten. Auf jeden Fall wäre ich bereit dafür. Könnte auch für mich eine gute Chance sein, meine Komfortzone zu verlassen. Unbedingt. Ich würde mich freuen, Ihnen etwas näher zu bringen. Wer weiß, vielleicht knüpfen Sie selbst einige wertvolle Verbindungen. Klingt nach einem Plan. Das muss ich bald mit dir besprechen. In der Zwischenzeit zerquetscht es weiter da draußen. Lektion 8. Umgang mit neuen Herausforderungen. Morgen. Ich habe gehört, dass du bei der Arbeit ein großes neues Projekt in Angriff nimmst. Wie läuft das bis jetzt? Hallo, John. Ja, es war ein bisschen wie ein Wirbelwind, um ehrlich zu sein. Der Umfang dieser Sache ist kein Witz. Huch, das scheint eine Herausforderung zu sein.
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie damit? Nun, für den Anfang ist der Zeitplan sehr eng. Wir müssen das alles in nur ein paar Monaten erledigen. Wo, das ist heftig. Ich verstehe, warum du dich ein bisschen überfordert fühlst. Vollkommen. Und obendrein ist es ein völlig neuer Bereich für unser Team. Im Laufe der Zeit lernen wir viel. Ah, ich verstehe, Neuland. Das fügt definitiv eine zusätzliche Ebene der Komplexität hinzu. Auf jeden Fall. Wir fliegen hier irgendwie an unseren Hosenbeinen vorbei, weißt du? Ich höre dich. Nun, kann ich irgendwas tun, um die Last ein bisschen zu erleichtern? Eigentlich ja. Könnten Sie beim Marktforschungsteil unter die Arme greifen? Absolut, das würde ich gerne tun. Lass mich einfach wissen, nach welcher Art von Information du suchst. Das wäre toll, danke. Ich erkläre dir die Einzelheiten. Alles, um dieses Projekt voranzubringen. Sicher, überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass ihr gerade viel um die Ohren habt. Ja, es war ein bisschen ein Gerangel, aber wir sind entschlossen, es zum Laufen zu bringen. Daran zweifle ich nicht. Du hast ein großartiges Team, ich bin sicher, du wirst es herausfinden. Ich hoffe es. Wir tun unser Bestes, um positiv und konzentriert zu bleiben. So geht das. Mach einen Schritt nach dem anderen, du schaffst das. Ich weiß die Ermutigung zu schätzen, John. Es hilft wirklich, wenn es hektisch wird. Jederzeit. Lass mich einfach wissen, wie ich sonst mitmachen kann, okay? Werde ich machen. Danke nochmal. Ich werde Sie über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden halten. Hört sich gut an. Ich freue mich auf das Endergebnis, es wird großartig. Das hoffe ich wirklich. In Ordnung, ich komme besser darauf zurück. Bis bald, John. Klingt gut, wir sehen uns später. Viel Glück mit allem. Lektion 9. Eine vielversprechende Zusammenarbeit. Joanna, ich wollte eine Idee von dir durchgehen lassen. Hast du eine Minute? Klar, John, was ist los? Also dachte ich, wissen Sie, wie wir über die Expansion in diesen neuen Markt gesprochen haben? Ja, ich höre zu. Nun, ich bin vielleicht auf einen potenziellen Partner gestoßen, der uns helfen könnte, dort Fuß zu fassen. Oh wirklich? Das klingt vielversprechend. Erzähl mir mehr. Nun, ich habe mich letztens vernetzt und diesen Typen getroffen, der eine kleine, aber mächtige Agentur in dieser Region leitet. Interessant. Auf welche Art von Arbeit spezialisieren Sie sich? Hauptsächlich digitales Marketing und Erstellung von Inhalten. Aber der Clou ist, dass sie hervorragende lokale Verbindungen haben. HMM, das könnte uns definitiv einen Vorteil verschaffen. Wie glaubst du, würde die Logistik aussehen? Ich dachte, wir könnten ein Treffen vereinbaren, sie ein wenig kennenlernen und schauen, ob es Potenzial für eine Zusammenarbeit gibt. Das klingt einfach genug. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall tun. Genau meine Gedanken.
Ich melde mich, um zu sehen, ob wir etwas in den Kalender aufnehmen können. Fantastisch, halte mich auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, diese mögliche Partnerschaft zu erkunden. Du hast es. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Ich auch. Es ist immer toll, wenn sich Gelegenheiten wie diese bieten. Absolut. In Ordnung. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich von Ihnen höre. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Gar kein Problem. Ich freue mich, meinen Beitrag zu leisten, so gut ich kann. Ich weiß das zu schätzen. Das ist genau die Art von Dingen, die wir brauchen, um unseren Schwung aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. In Ordnung. Ich werde den Stein ins Rollen bringen. Bis später. Super, bis bald. Viel Glück bei der Öffentlichkeitsarbeit. Werde ich machen, danke. Ich werde dich überall erwischen. Lektion 10. Rationalisierung der Regierung. Morgen. Hast du eine Minute, um dir eine Idee zu geben? Absolut. John, was beschäftigt dich? Nun, wissen Sie, wie wir über Probleme mit Regierungsbürokratie und Überreichbarkeit gesprochen haben? Ja, es ist definitiv ein frustrierendes Problem. Exakt. Also habe ich nachgedacht, was wäre, wenn wir einige Lösungen vorschlagen könnten, um die Dinge zu rationalisieren? Das ist eine interessante Idee. An welche Lösungen haben Sie gedacht? Nun, so wie ich das sehe, liegt der Schlüssel darin, eine Regierung zu haben, die kleiner ist und im Rahmen ihrer Möglichkeiten lebt. Das macht Sinn. Und wie würde das in der Praxis aussehen? Ich denke an Dinge wie den Abbau überflüssiger Behörden, die Senkung unnötiger Ausgaben und die Stärkung der lokalen Kontrolle. Okay, ich verstehe die Logik dort. Ein effizienterer, dezentraler Ansatz. Exakt. Und der zusätzliche Bonus ist, dass es der Regierung tatsächlich ermöglichen könnte, mit weniger mehr zu erreichen. Das ist ein überzeugender Blickwinkel. Mir gefällt, wo dein Kopf ist. Richtig. Wir könnten es sogar mit Wirtschaftswachstum und der Verbesserung der Lebensqualität der Bürger in Verbindung bringen. Auf jeden Fall. Eine kleinere, diszipliniertere Regierung könnte Ressourcen für andere Prioritäten freisetzen. Genau. Also, was denkst du? Lohnt es sich, weiter zu erkunden? Absolut. Ich denke, das ist ein wirklich solides Konzept. Wir sollten uns auf jeden Fall mit den Details befassen. Toll, ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Ich fange an, einige Nachforschungen anzustellen. Toll, ich freue mich darauf, einzutauchen. Das könnte eine wirklich produktive Anfrage sein. Ich auch. In Ordnung. Ich halte Sie auf dem Laufenden, wenn ich Fortschritte mache. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, das weiter zu besprechen. Ebenso. In Ordnung. Wir sehen uns später. Lektion 11. Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Hey Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Sicher, John. Was ist los?
Nun, ich habe in letzter Zeit viel über den Zustand unserer Gesellschaft nachgedacht. Ach, auf welche Weise? Es scheint, als wären wir so grimmig und verzweifelt geworden, weißt du? Mit all der Arbeitslosigkeit und allem. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist wirklich entmutigend. Exakt. Und ich habe das Gefühl, dass es diese Art von Verachtung, diesen Zynismus, bei vielen Menschen geschürt hat. Das sehe ich. Es ist, als hätte die Hoffnungslosigkeit die Oberhand gewonnen. Vollkommen. Also habe ich mich gefragt, was können wir dagegen tun? Das ist eine gute Frage. Das ist gewiss ein komplexes Thema. Richtig. Ich meine, es gibt keine einfache Lösung, aber wir müssen etwas ausprobieren. Absolut. Vielleicht fangen wir damit an, die Grundursachen zu identifizieren. Guter Punkt. Ich denke, Arbeitslosigkeit muss ein großer Teil davon sein. Auf jeden Fall. Wenn die Leute keine Arbeit finden und nicht für sich selbst sorgen können, führt das zu einer Menge Frustration. Exakt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl der Verzweiflung auch zu mehr sozialer Spaltung führt. Absolut. In schwierigen Zeiten neigen die Leute dazu, sich gegenseitig anzugreifen. Uff, es ist nur dieser Teufelskreis, nicht wahr? Arbeitslosigkeit, Ressentiments, noch mehr Probleme. Auf jeden Fall. Aber vielleicht bedeutet das, dass wir es aus mehreren Blickwinkeln angreifen müssen. Wie was? An welche Lösungen denken Sie? Nun, Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Qualifizierung, vielleicht sogar eine Neubewertung unseres sozialen Sicherheitsnetzes. Das sind einige interessante Ideen. Ich muss kreativ werden, das ist sicher. Absolut. Wir können den Status quo nicht einfach akzeptieren. Wir müssen bereit sein, neue Dinge auszuprobieren. Mir gefällt, wie du denkst. Das ist die Art von produktiver Diskussion, von der wir mehr brauchen. Lektion 12. Das Wetter besprechen. Morgen. Hast du bemerkt, dass der Regen aufgehört hat? Hey John, ja, das habe ich. Dort hat es eine Weile lang geschüttet. Erzähl mir davon. Meine Schuhe sind ein bisschen zu nass, weil ich das alles durchgemacht habe. Uff, das ist nicht gut. Sieht aus, als ob der Sturm vorüber ist. Auf jeden Fall. Der Himmel hat sich gut geklärt. Es ist jetzt ein wunderschöner Tag da draußen. Weißt du, ich habe tatsächlich bemerkt, dass der Regen vor einer Weile aufgehört hat. Der Boden beginnt bereits auszutrocknen. Oh wirklich. Ich muss ein bisschen besorgt gewesen sein, um das nicht zu bemerken. Keine Sorge, das passiert. Es ist leicht, sich in Dinge zu verwickeln, besonders bei diesem Wetter. Ist das nicht die Wahrheit? Ich bin nur froh, dass der Regen nicht zu lange anhielt. Das gleiche hier. Ein kurzer Schauer ist eine Sache, aber ein heftiger Sturm eine andere. Absolut. Ich hatte Angst, dass wir dort für eine Minute richtig schwindlig werden könnten. Ja, ich auch. Aber Mutter Natur hatte anscheinend Erbarmen mit uns.
Haha, ja, in der Tat. Wir nehmen die Begnadigung, solange wir sie kriegen können. Das hast du richtig verstanden. Man weiß nie, wann der nächste Sturm aufziehen könnte. Ist das nicht die Wahrheit? Ich muss das schöne Wetter genießen, solange es noch anhält. Einverstanden. Hey, willst du jetzt, wo der Regen aufgeklärt ist, spazieren gehen? Klingt perfekt. Leg den Weg vor, mein Freund. Du hast es. Machen wir das Beste aus diesem schönen Nachmittag. Lektion 13. Sport in Kanada. Sag mal, wusstest du, dass Kanada ein ziemlich komplexes Sportsystem hat? Faszinierend. John. Das war mir nicht bewusst. Erzähl mir mehr. Nun, seit Hanlons Zeiten hat Kanada ein kompliziertes Netzwerk von Amateursportorganisationen und professionellen Ligen aufgebaut. Wow, das ist wirklich interessant. Ich wusste, dass Sie ein großer Fan von Hockey sind, aber ich wusste nicht, wie umfangreich Ihre Sportinfrastruktur ist. Absolut. Sie bieten alles, von Basisprogrammen bis hin zu Elitenationalmannschaften in einer Vielzahl von Disziplinen. Das ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Koordination erfordert, um all diese verschiedenen Ebenen und Organisationen zu verwalten. Damit hast du recht. Es ist eine gut geölte Maschine, aber ich bin mir sicher, dass es keine leichte Aufgabe ist, alles am Laufen zu halten. Das kann ich mir vorstellen. Sport scheint ein großer Teil der kanadischen Identität zu sein. Stimmt das? Auf jeden Fall. Sie sind sehr stolz auf ihre sportlichen Leistungen, sowohl auf Amateur- als auch auf Profiebene. Das ist echt cool. Ich würde gerne mehr über einige der spezifischen Sportligen und Organisationen erfahren, die es dort oben gibt. Nun, die NHL ist wahrscheinlich die bekannteste, aber sie haben auch die CFL für kanadischen Fußball, die NLL für Lacrosse und eine Menge Regional- und Provinzligen. Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass Lacrosse in Kanada eine so große Sache ist. Das ist wirklich klasse. Oh ja, es ist praktisch ein nationaler Zeitvertreib. Die Geschichte und Tradition des Lacrosse in Kanada ist ziemlich bemerkenswert. Das muss ich mir genauer ansehen. Es ist immer interessant, neue Sportarten und Sportkulturen zu entdecken. Absolut. Kanadas Sportlandschaft ist auf jeden Fall eine Erkundung wert. Es gibt dort viel faszinierende Geschichte und Leidenschaft. Ich freue mich darauf, einzutauchen. Danke für die Einführung, John. Das war wirklich informativ. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich immer, mein Wissen über Sport und Kultur zu teilen. Viel Spaß bei der Recherche. Lektion 14. Rekrutierung von Top-Talenten. Morgen. Haben Sie viel darüber nachgedacht, wie Unternehmen heutzutage Top-Talente anziehen? Weißt du, darauf war ich neugierig, John. Soweit ich weiß, scheinen soziale Medien eine große Rolle zu spielen. Absolut. Die digitale Landschaft hat das Rekrutierungsspiel wirklich verändert. Gezielte Werbung und soziale Kampagnen sind riesig. Das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein effektiver Weg ist, um einen breiten Pool qualifizierter Kandidaten zu erreichen. Auf jeden Fall.
Und die Daten und Analysen, die dahinter stehen, ermöglichen es Unternehmen, ihre Bemühungen zu fokussieren. Interessant. Also können Sie sich wirklich auf die richtigen demografischen Merkmale und Fähigkeiten konzentrieren. Hm? Exakt. Es ist weit entfernt von den alten Zeiten, in denen nur Stellenausschreibungen in der Zeitung veröffentlicht wurden. Ich kann mir vorstellen, dass dies Unternehmen einen großen Vorteil bei der Suche nach den besten Mitarbeitern verschaffen würde. Vollkommen. Und es geht nicht nur um Werbung, auch eine starke Social-Media-Präsenz für die Marke selbst ist entscheidend. Das ist ein gutes Argument. Die Präsentation der Unternehmenskultur und der Werte kann ein echter Anziehungspunkt für Top-Talente sein. Absolut. Kandidaten wollen heutzutage, dass dies mit ihren eigenen Prinzipien und Zielen in Einklang steht. Macht Sinn. Es geht nicht nur um die Stellenbeschreibung, sondern um das Gesamtpaket, das der Arbeitgeber anbietet. Du hast es. Es ist ein ganzheitlicher, vielschichtiger Ansatz, um wirklich herauszustechen und die besten Talente anzuziehen. Faszinierendes Zeug. Ich kann mir vorstellen, dass der Wettbewerb um die besten Kandidaten hart sein muss. Darauf kannst du wetten. Unternehmen müssen auf dem neuesten Stand der Rekrutierungstaktiken bleiben, um sich diesen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ich verstehe warum. Es steht so viel auf dem Spiel, wenn es darum geht, ein Weltklasse-Team aufzubauen. Absolut. Das richtige Talent kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, ein Unternehmen voranzubringen. Ich bin wirklich froh, dass wir darüber geplaudert haben, John. Es hat mir die Augen darüber geöffnet, wie dynamisch die Rekrutierungslandschaft geworden ist. Freue mich, das zu teilen. Es ist ein faszinierendes Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Es gibt viel, was man im Auge behalten muss. Lektion 15. Angels Stimme in Cardiff. Jo, hast du von dem Sänger gehört, der in nur 5 Tagen in Cardiff ein ganzes Album aufgenommen hat? Du meinst den mit der Engelsstimme? Ich bin fasziniert. Erzähl mir mehr. Offenbar hat sie Studiozeit in Wales gebucht und einfach alle Songs innerhalb weniger Tage herausgeholt. Wow, das ist verrückt. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, diese Art von Stimmstärke und Ausdauer zu haben. Ich weiß, oder? Das müssen einige intensive, ununterbrochene Aufnahmesessions gewesen sein. Absolut. Der Fokus und die Disziplin, die dafür erforderlich sind einfach umwerfend. Vollkommen. Und zu glauben, dass sie es ausgerechnet in Cardiff, Wales, gemacht hat. Das macht es noch bemerkenswerter. Das ist kein typisches Musikzentrum, weißt du? Exakt. Aber ich schätze, sie wollte dem Lärm und den Ablenkungen entfliehen, um ganz in sich einzutauchen. Kluger Schachzug. Manchmal muss man dem Chaos entfliehen, um der Kreativität wirklich freien Lauf zu lassen. Auf jeden Fall. Und das Endergebnis muss angesichts der schnellen Bearbeitung etwas Besonderes gewesen sein. Das kann ich mir nur vorstellen. Songs im Wert eines ganzen Albums, alle in so kurzer Zeit aufgenommen. Ja, ich bin wirklich neugierig, das zu hören. Ich wette, die rohen Emotionen und die Energie strömen einfach durch. Ich muss es nachschlagen. Klingt nach einem Album, das sofort ein Klassiker werden könnte. Zweifellos. Solche Blitze in einer Flasche einzufangen ist wirklich eine seltene Leistung.
Absolut. Ein Dank an Sie, dass sie es ausgerechnet in Cardiff geschafft hat. Das ist verdammt cool. Du hast es gesagt. Damit steht Wales definitiv als erstklassiges Aufnahmeziel auf der Landkarte. Haha, kein Scherz. Vielleicht sollten wir eine Reise dorthin buchen und schauen, ob wir unsere eigenen inneren Gesangssuperstars zum Einsatz bringen können. Ich bin dabei. Könnte der Beginn unserer großen Musikkarriere sein. Oder zumindest ein lustiges kleines Abenteuer. Lektion 16. Sicherheitsüberprüfung. Sagen Sie, ist Ihnen aufgefallen, wie wenig sich die Menschen heutzutage um Produktsicherheit zu kümmern scheinen? Weißt du, das ist ein wirklich gutes Argument. Es fühlt sich an, als ob Sicherheitsbedenken oft in den Hintergrund treten, selbst bei wichtigen Einkäufen. Exakt. Jeder konzentriert sich so sehr auf das Endergebnis und darauf, das günstigste Angebot zu bekommen, dass er selten genau auf das Kleingedruckte schaut. Absolut. Es ist fast so, als ob Sicherheit in unserer hyperkonsumistischen Gesellschaft zu einem Nebensache geworden ist. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Die Leute sind so gespannt auf das neueste Gadget oder Gizmo, dass sie sich nicht die Mühe machen, nachzuschauen, ob es tatsächlich sicher ist. Helm, und das gilt besonders heute, wenn jeder schnell Geld sparen will. Ja, die Bequemlichkeit und Erschwinglichkeit überwiegen oft jede echte Prüfung der potenziellen Risiken. Es ist wirklich eine Schande. Wir sollten uns mehr Mühe geben, Unternehmen für die Produktsicherheit zur Rechenschaft zu ziehen. Vollkommen. Aber es fühlt sich an, als ob die meisten Verbraucher einfach nicht die Zeit oder Energie haben, sich mit diesen Details zu befassen. Das ist das Problem, es ist zu einem Teufelskreis geworden, in dem Geschwindigkeit und Kosten Vorrang vor einer gründlichen Bewertung eingeräumt werden. Genau richtig. Und die Unternehmen wissen das, also können sie mit Abstrichen bei der Sicherheit davonkommen. Pfui, das ist so frustrierend. Wir sollten höhere Standards fordern und keine zwielichtigen Praktiken belohnen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Aber versuchen Sie, den Durchschnittskäufer davon zu überzeugen, wenn er nur versucht, das beste Angebot zu bekommen. Ich weiß, es ist ein harter Kampf. Aber jemand muss anfangen, diesen Unternehmen die Füße vor den Füßen zu halten, wenn es um die Sicherheit geht. Auf jeden Fall. Wir brauchen einen tiefgreifenden kulturellen Wandel in der Art und Weise, wie wir mit den Käufen und Prioritäten der Verbraucher umgehen. Absolut. Es wird eine konzertierte Anstrengung erfordern, um die Leute dazu zu bringen, zuerst wirklich kritisch über Sicherheit nachzudenken. Ganz gewiss. Aber hey, vielleicht können wir damit beginnen, selbst wachsamer zu sein, weißt du? Geben Sie ein Beispiel. Mir gefällt die Idee. Kleine Schritte in die richtige Richtung können viel bewirken. Zählen Sie auf mich. Fantastisch. Es geht darum, die sicherheitsbewussten Verbraucher zu sein, von denen wir uns wünschen, dass alle es wären. Lektion 17. Verwöhnende Köstlichkeiten. Absolut, ich konnte nicht widerstehen, Sekunden zu haben. Was hältst du von der Musik auf der Party? Die Musik war fantastisch. Ich habe die ganze Nacht auf der Tanzfläche gegruft. Hat dir das Essen genauso gut geschmeckt wie mir? Oh, das habe ich auf jeden Fall. Das Dessert war nicht von dieser Welt. Ich konnte nicht anders, als eine zusätzliche Portion zu mir zu nehmen. Ich weiß, oder? Es war so reich und dekadent. Ich wollte einfach immer wieder zurückkehren, um mehr zu erfahren.
Schuldig wie angeklagt. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war so schwer aufzuhören. Hey, hier gibt es kein Urteil. Manchmal muss man sich einfach hingeben und sich keine Gedanken über die Konsequenzen machen. Genau. Das Leben ist zu kurz, um immer so streng und diszipliniert zu sein, weißt du? Absolut. Wir arbeiten hart, wir sollten in der Lage sein, loszulassen und uns ab und zu etwas zu gönnen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Diese kleinen Momente puren, kompromisslosen Genusses sind die besten. Das sind sie wirklich. Das Essen, die Musik, die Gesellschaft, alles passte einfach so perfekt zusammen. Das hat es wirklich getan. Ich freue mich schon auf die nächste Gelegenheit, so loszulassen. Das Gleiche hier. Wir sollten auf jeden Fall nach weiteren Veranstaltungen wie dieser Ausschau halten. Auf jeden Fall. Ich bin bereit, mein inneres Partytier bald wieder zu entfesseln. Haha, ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall meine Tanzschuhe mitbringen. Kein Zurückhalten. Du weißt es. Wir werden einen absoluten Knaller haben. Kalorien und Konsequenzen sind verdammt. Amen dazu. Manchmal muss man einfach die Vorsicht über den Haufen werfen und ein bisschen Spaß haben. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Das Leben ist kurz, ess den Kuchen, tanze die ganze Nacht, lebe ein bisschen. Lektion 18. Das Leben im Norden. Nunavut liegt im Norden, also ist das Leben dort ganz anders. Was weißt du über die Menschen, die in dieser Region leben? Soweit ich gehört habe, haben die Menschen in Nunavut eine faszinierende und einzigartige Lebensweise. Sie sind so eng mit dem Land und der traditionellen Inuit-Kultur verbunden. Absolut. Die raue arktische Umgebung prägt wirklich alles an ihrem täglichen Leben und ihren Traditionen. Exakt. Dinge wie Jagen, Fischen und die Abhängigkeit von den natürlichen Ressourcen sind für das Überleben dort oben unerlässlich. Auf jeden Fall. Und die Gemeinschaften sind so eng miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es scheint, als ob ein echtes Gemeinschaftsgefühl und Interdependenz in diesen abgelegenen Städten im Norden von entscheidender Bedeutung sind. Ja, sie haben nicht die gleichen Annehmlichkeiten, die wir hier unten für selbstverständlich halten. Absolut. Etwas so Einfaches wie die Beschaffung von Lebensmitteln oder der Zugang zur Gesundheitsversorgung muss eine ganz andere Herausforderung sein. Exakt. Aber die Menschen scheinen so widerstandsfähig und einfallsreich zu sein, um sich an diese Bedingungen anzupassen. Auf jeden Fall. Ihr traditionelles Wissen und Können sind so beeindruckend, wie Hundeschlitten fahren und Iglu bauen. Absolut. Es ist eine Lebensweise, die sich so sehr von der Hektik hier unten im Süden unterscheidet. Auf jeden Fall. Ich würde es gerne eines Tages besuchen und in diese einzigartige Kultur des Nordens eintauchen. Ich auch. Es wäre faszinierend zu sehen, wie sie in einer so rauen, abgelegenen Umgebung leben und gedeihen. Auf jeden Fall. Aus ihrer Verbindung zum Land und ihren traditionellen Lebensweisen gibt es so viel zu lernen. Absolut. Es ist ein echter Beweis für den menschlichen Geist und unsere Fähigkeit, uns an unsere Umgebung anzupassen.